Hallo, ich bin Benjamin Lindner von der Firma Ovum und schon seit über 15 Jahren als Kälteanlagenbauer im Wärmepumpenbereich tätig. Heute möchte ich euch ein sehr schönes Projekt vorstellen, weil ich immer wieder die Frage bekomme, funktioniert die Wärmepumpe überhaupt im Altbau? Ich stehe hier vor einer wunderschönen alten Villa, die im Jahre 1906 gebaut wurde. Und auch hier haben wir natürlich genau den Punkt, wo viele sagen, die Wärmepumpe würde nicht funktionieren. Wir haben Heizkörper, alte Gussheizkörper und der Bauherr hat hier nachträglich noch eine Fußbodenheizung einfräsen lassen. Wir haben keinen aktuellen Dämmstandard, wir haben sogar noch einfach verglaste Fenster. Und auch hier können wir den Beweis liefern, dass die Wärmepumpe im Altbau funktionieren kann. Wir haben hier unsere größte Wärmepumpe im Einsatz, die AC520P mit einer Heizleistung von 20 kW bei -7. Und hier hat unser Fachpartner, die Firma KWP aus Langenfeld, angefangen von der Heizlastberechnung bis hin zur Inbetriebnahme, das komplette Heizungssystem realisiert und den Umbau vorgenommen. Ja, warum wir gerne Ovum-Wärmepumpen nehmen, hat sehr, sehr viele Gründe. Ein Grund ist natürlich die sehr einfache Montage und Inbetriebnahme, aber auch der Support der Firma Ovum ist für uns sehr wichtig. Also wenn Probleme sind, ganz kurzen Draht, man kriegt sofort immer einen am Telefon und Sie können sich sofort auf die Anlage schalten, sodass Probleme sehr schnell erledigt werden. Insbesondere die Inbetriebnahme ist mit der neuen MIRA-Regelung super einfach geworden. Also wirklich einfacher kann man es nicht machen und die Zuweisung ist sofort erfolgt, also perfekt. Noch ein paar Besonderheiten bei dieser Wärmepumpe sind natürlich die Schall- und Leistungswerte. Wir haben hier natürlich in dieser Leistungsklasse eine der effizientesten und leisesten am Markt. Auch wenn wir jetzt hier gerade im Herbst draußen stehen, wo die Anlage auch wirklich aktiv ist, mit einer hohen Heizleistung, auch gerade im Betrieb ist, hören wir einfach nichts. Und das ist wirklich ausschlaggebend und sehr, sehr wichtig in der heutigen Zeit. So, jetzt würde ich sagen, es ist Zeit, dass wir jetzt im Heizungskeller gehen, damit ich euch die Technik und die weiteren Features der Anlage zeigen kann. Jetzt sind wir hier unten im Heizungskeller angekommen. Hier wurden 2 Gasheizungen ersetzt. Wir hatten hier 2 getrennte Systeme. Wir hatten einmal eine Gasheizung für den Mieterbereich und einmal für den Eigentümer. Und hier sehen wir jetzt ein ganz tolles Konzept, und zwar ist das ein Hygienepufferspeicher. Hier haben wir den großen Vorteil, der Hygienepufferspeicher erwärmt nicht das Trinkwasser direkt, sondern wir erwärmen hier nur das Heizungswasser und das warme Wasser wird im Durchlaufprinzip erwärmt. Das ist natürlich ein großer Vorteil im Wärmepumpenbereich, weil wir hier keine hohen Temperaturen benötigen und den Speicher auch nicht dauerhaft auf 60 Grad halten müssen. Eine Besonderheit, die wir hier im Altbau auch haben, sind die 3 einzelnen Heizkreise. Wir haben die Möglichkeit, diese 3 Heizkreise sehr schön in unserer Regelung darzustellen. Das heißt, der Eigentümer hat dann auch die Möglichkeit, zum Beispiel für die Einliegerwohnung, für die Mietswohnung auch den Kreis einzeln zu steuern und die Temperaturen zu bestimmen, sodass auch wirklich jeder Heizkreis die entsprechende Temperatur benötigt, die er auch haben möchte. Was natürlich auch super mit unserer Wetter-App funktioniert. Die Wetter-App möchte ich euch nicht vorenthalten. Hier finden wir die Möglichkeit, die Wetterdaten in unserer Wärmepumpe, sprich in der Regelung, zu hinterlegen. Dadurch weiß die Anlage automatisch schon, wie in den nächsten 2 bis 3 Tagen das Wetter wird und passt auch dementsprechend die Vorlauftemperatur an. Das hat natürlich auch eine enorme Energieersparnis, weil die Wärmepumpe dadurch ihre Last verschiebt. Zum Beispiel tagsüber erwärmen wir dann natürlich schon frühzeitig das Wasser, damit wir in der Nacht die Energie bereitgestellt haben. An dieser Stelle habe ich euch jetzt alle wichtigen Punkte mitgeteilt und jetzt möchte der Bauherr gerne auch noch mal seine Erkenntnisse mit euch teilen. Mein Name ist Marc Ludwig und ich bin der Besitzer des Hauses und für mich war maßgeblich bei der Auswahl der Wärmepumpe, dass sie effizient sein musste. Denn ich habe hier eine hohe Heizleistung, die ich brauche. Das Haus ist ungedämmt, weil denkmalgeschützt. Und bei der Menge von Wärme, die man auch nicht wegdiskutieren kann, war es mir wichtig, eine Wärmepumpe zu nehmen, die auch wirklich effizient ist. Deswegen bin ich auch bei Ovum gelandet. Meines Wissens nach einer der Hersteller der effizientesten Wärmepumpen überhaupt. Mein Schlafzimmer ist ungefähr 3 Meter Luftlinie über der Wärmepumpe. Meine Nachbarn einen Steinwurf weit entfernt. Und ich wollte keine scheppernde oder laut dröhnende Anlage haben. Diese Wärmepumpe habe ich noch nie gehört, wenn ich im Haus bin. Und wenn ich hier draußen bin, gehe ich manchmal vorbei und horche, ob sie gerade läuft. Unglaublich leise, faszinierend, dass eine solche Heizkraft überhaupt mit so wenig Lautstärke realisierbar ist. Für mich als Laie noch ein wichtiger Punkt, die Bedienbarkeit der Anlage, die MIRA-Steuerung, die es wohl erst seit kurzer Zeit gibt. Faszinierend, weil ich kann wirklich auch als Laie verstehen, was bei der Wärmepumpe gerade passiert. Ich kann wichtige Parameter aus meiner Sicht regeln. Ich kann beim Tuning der Anlage helfen. Das sind Themen, die mir einfach auch Freude machen. Man hat dann diese Anlage und möchte auch sehen, was da passiert. Und dass das Ganze so intelligent und so einfach zu bedienen ist, ist schon ein Faktor.
So, jetzt konnten wir euch einen Einblick in das Projekt, die Wärmepumpe im Altbau, verschaffen, möchte euch aber nicht vorenthalten, wie die Wärmepumpe wirklich live performt. Dazu können wir natürlich super unsere Live-Ansicht nutzen und wir sehen jetzt hier, dass unsere Wärmepumpe mit 1,2 kW Stromaufnahme 6,9, fast 7 Kilowattstunden thermische Energie erzeugen kann. Und das ist natürlich schon Wahnsinn in dem jetzigen Live-Zustand bei aktuell 12 Grad. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten mit dem Mythos aufräumen, die Wärmepumpe funktioniert im Altbau nicht.